Im Nambara-Feuchtgebiet führten Ranger eine nächtliche Razzia gegen Wilderer durch. Im schlammigen Sumpf entdeckten sie ein totes Nilpferdmuttertier, die Spuren der Wilderei noch deutlich sichtbar. Nicht weit entfernt zitterte ein Nilpferdbaby neben dem Körper seiner Mutter und stieß inmitten des Gestanks von Schießpulver schwache Schreie aus. Das Kalb war zu klein, seine Haut runzlig, seine Augen vor Panik geweitet. Es verstand nicht, warum sich seine Mutter nicht mehr rührte. Die Ranger mussten eingreifen, denn es zurückzulassen, bedeutete in diesem gefährlichen Gebiet den sicheren Tod. Sie nannten es Taro und bedeckten ihm sanft die Augen, bevor sie es fortbrachten, um zu verhindern, dass sich die letzte Erinnerung zu tief einprägte. Im Rettungsfahrzeug drehte Taro immer wieder den Kopf zurück und stieß dabei immer wieder Angstschreie aus. Niemand im Team sagte etwas, denn jeder verstand, dass es der letzte Schrei des kleinen Wesens nach seiner Mutter war. Nach seiner Ankunft im Schutzgebiet wurde Taro gebadet, seine Verletzungen untersucht und ihm eine Elektrolytlösung verabreicht. Sein körperlicher Zustand war relativ stabil, doch sein Lebensmut war gebrochen, seine Augen leer und regungslos. Der Tierarzt schloss daraus, dass der Schock über den plötzlichen Verlust seiner Mutter Taros Verhalten stark beeinträchtigt hatte. Von diesem Tag an entwickelte sich eine seltsame Angewohnheit, die dem gesamten Ranger-Team Kummer bereitete. Jeden Morgen verließ Taro das Pflegegehege und ging langsam direkt auf den Feldweg zu, der durch das Reservat führte. Er setzte sich stundenlang regungslos an dieselbe Stelle, mit Blick auf den Sumpf, in den er gebracht worden war. Sobald ein Auto vorbeifuhr, stand Taro sofort auf, hob den Kopf und schnüffelte, als suche er nach einem vertrauten Geruch. Wenn das Auto vorbeifuhr, ohne anzuhalten, setzte er sich langsam wieder hin, die Ohren hingen enttäuscht herab. Dieses Verhalten wiederholte sich täglich, ungeachtet der sengenden Sonne, des starken Regens oder der heißen Winde der Trockenzeit. Die Ranger dachten zunächst, es handle sich lediglich um einen traumatischen Reflex, der mit der Zeit verschwinden würde. Doch eine Woche verging, dann ein Monat, und Taro verharrte weiterhin in seinem Warteverhalten. Es fraß weniger, graste nur noch in Straßennähe und weigerte sich, den anderen Flusspferden zurück ins tiefere Wasser zu folgen. Nachts schlief Taro direkt neben der Straße, obwohl es dort vor Raubtieren nicht sicher war. Offenbar war diese Straße in seinen unschuldigen Augen der einzige Ort, an den seine Mutter zurückkehren konnte. Die Ranger nannten diesen Ort fortan den Warteplatz, denn Taro war dort nie abwesend. Niemand sprach es laut aus, aber jeder verstand, dass Taro auf die Rückkehr seiner Mutter wartete. Und das verschärfte die angespannte Stimmung im Reservat von Tag zu Tag. Die Ranger versuchten, schmackhafteres Futter anzubieten, indem sie es tief im sumpfigen Gebiet platzierten, in der Hoffnung, dass Taro vom Weg abkommen würde. Taro folgte ihnen eine Weile, fraß ein paar Bissen und kehrte dann ohne zu zögern zum Warteplatz zurück. Sie ließen andere junge Flusspferde näher heran, in der Hoffnung, die Anwesenheit seiner Artgenossen würde seine Einsamkeit lindern. Doch Taro stand nur still da, spielte nicht und reagierte auch nicht, den Blick starr in die Ferne gerichtet. Der Tierarzt spielte Nilpferdgeräusche ab, um seinen Herdentrieb zu wecken. Taro lauschte einige Sekunden, dann wandte er sich wieder ab, als ob sein Herz verschlossen wäre. Die Ranger versuchten, ihn mit einem weichen Zaun und viel Geduld in ein neues Sumpfgebiet zu führen. Doch immer, wenn sie ihn freiließen, kehrte Taro auf denselben Pfad zurück und ertrug die Erschöpfung, um weiter zu warten. Seine Haut begann zu reißen, er magerte ab und seine Kratzer brauchten lange zum Heilen. Am beunruhigendsten war jedoch, dass Taros Augen immer leerer wurden, seine Reaktionen langsamer und sein Lebensmut schwand. Der Arzt warnte, dass Taro an Erschöpfung und Depression sterben könnte, wenn das so weiterginge. 6 Monate vergingen, und die Hoffnung der Ranger war fast völlig erloschen. Sie wussten, dass sie Taro für immer verlieren würden, wenn sie ihre Vorgehensweise nicht änderten. In einer Krisensitzung hatten die Ranger eine kühne Idee, eine Ersatzmutter für Taro zu finden. Es war eine riskante Entscheidung, da weibliche Flusspferde oft sehr aggressiv gegenüber fremden Jungtieren sind. Sie wussten jedoch, dass Taro keine zusätzlichen Medikamente oder Futter brauchte, sondern eine Bindung.
Nach mehrtägiger Beobachtung wählten sie Amara, ein Nilpferdmuttertier, dessen Nachwuchs während der Dürre kürzlich ein Junges verloren hatte. Amara lebte getrennt vom Rudel, war weniger aggressiv und suchte häufig nach ihrem Jungen. Die Ranger bereiteten ein breites, flaches Gebiet für die Begegnung vor und minimierten so viele Eingriffe wie möglich. Am ersten Tag wurde Taro näher herangeführt, während Amara Abstand hielt und einen leisen Warnlaut von sich gab. Taro blieb stehen, rannte nicht und stieß nur leise, schwache, fliehende Laute aus. Amara näherte sich Taro weder, noch griff sie ihn an, ihre Augen folgten ihm auf Schritt und Tritt. Die Ranger verfolgten das Geschehen mit angehaltenem Atem, denn sie wussten, dass jedes Fehlverhalten schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. Das Treffen endete in Stille, aber ohne Konflikte, was ein positives Zeichen war. Und von diesem Moment an wiederholten sie es geduldig Tag für Tag. Nach mehreren Begegnungen erlaubte Amara Taro allmählich, näher ins flache Wasser zu kommen. Eines Nachts, als die Hyänen heulten, bewachte Amara unerwartet Taro. Taro klammerte sich fest an Amaras Körper und zitterte zum ersten Mal seit 6 Monaten nicht mehr vor Angst. Am nächsten Morgen ging Amara fort, und Taro folgte ihr, ohne jemals den alten Pfad zurückzublicken. Die Ranger erkannten das Wunder, hielten aber Abstand. Amara ließ Taro säugen, ein Zeichen ihrer unmissverständlichen Akzeptanz. Taro begann besser zu essen, seine Haut erholte sich allmählich, und seine Augen wurden wieder wach. Er lernte schwimmen, tauchen und sich im Sumpf im Rhythmus mit Amara zu bewegen. Vor allem aber kehrte Taro nicht mehr jeden Morgen zum Feldweg zurück. Der Warteplatz war verlassen, 6 Monate lang wuchs Gras über die alte Sitzstelle. Die Ranger beobachteten das Geschehen schweigend aus der Ferne. Niemand sagte etwas, doch alle waren berührt. Sie verstanden, dass Taro seine Mutter nicht vergessen hatte, sondern einfach lernte, mit seinem Leben weiterzumachen. Taro integrierte sich allmählich in die Herde und stand stets wie ein kleiner Schatten an Amaras Seite. Die anderen Flusspferde akzeptierten es aufgrund von Amaras offensichtlichem Beschützerinstinkt. Der Tierarzt bestätigte, dass sich Taros Gesundheitszustand nach nur wenigen Wochen über alle Erwartungen hinaus verbessert hatte. Noch wichtiger ist jedoch, dass keine Symptome einer Depression oder eines zwanghaften Warteverhaltens mehr auftreten. Der Feldweg, der einst Hoffnung barg, ist nun ein gewöhnlicher Pfad. Taros Geschichte wurde zu einer tiefgreifenden Lektion für das gesamte Naturschutzteam. Nicht jede Wunde lässt sich mit Medikamenten oder starren Behandlungen heilen. Es gibt Wunden, die nur durch Verbundenheit und Verständnis heilen können. Amara ersetzte Taros leibliche Mutter nicht, aber sie gab ihm eine Chance zu leben. Taro wurde inmitten des riesigen Sumpfes Tag für Tag stärker und selbstbewusster. Die Ranger wussten, dass sie nicht nur ein Leben, sondern auch ein Herz gerettet hatten. In der rauen Wildnis kommt mütterliche Liebe manchmal von unerwarteter Seite. Und in Nambara fand das Nilpferdbaby, das 6 Monate auf seine Mutter gewartet hatte, seinen Weg zurück ins Leben.